Ich darf Ihnen den letzten Keynote-Speaker vorstellen. Er war noch vor wenigen Tagen Minister in Ungarn und ich darf heute Ihnen Zoltán Balogh vorstellen. Er ist ungarischer Politiker und calvinistischer Pastor. Er war im Jahre 2012 bis eben vor kurzem Minister für Humanressourcen, Soziales, Kultur und Sport. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung für bürgerliches Ungarn und er hat evangelische Theologie studiert und war unter anderem auch im Jahre 1989 verantwortlich für das Flüchtlingslager damals, als viele Menschen aus Deutschland, aus der ehemaligen DDR über Ungarn geflüchtet sind. Ich darf ihn auf die Bühne bitten und mir erlauben, dass ich ihm lauschen darf zu seinen Ausführungen. Bitte schön. Ich möchte mit der Begrüßung ganz einfach machen, liebe Schwestern und Brüder, und da sind sogar Kardinäle und Bischöfe mit gemeint. Unser lieber Kardinal, also auf jeden Fall. Nachbarn haben nicht immer einfach miteinander und das gilt auch für Österreicher und Österreicherinnen natürlich auch und für Ungarn. Wir waren oft zusammen in unserer Geschichte, wir hatten gemeinsame Interessen, manchmal auch andere. Gemeinsame Gefahren sind wir bestanden, gemeinsame Chancen benutzt und auch dann unbenutzt gelassen, gemeinsame Erfolge, aber auch Niederlagen in der Geschichte. Und so kennen wir als Nachbarn eben die Schwächen und die Stärken voneinander. Wir sehen ganz nah den Garten des anderen, manchmal wächst da Unkraut, manchmal sind die Kinder zu laut im Nachbargarten, manchmal werden da fröhliche Partys gefeiert, manchmal ist es dann ganz still. Aber gerade deshalb ist mir ein ganz besonderes Zeichen der Verbundenheit, dass wir jetzt, Österreicher und Ungarn, unter dem Namen von Jesus uns treffen. Und das ist, lieber Josef, lieber Teppi, lieber Andreas, deshalb ein besonderer Dank für diese Einladung. Eine Person. Es gibt eine Person, die uns zusammenführt, zusammenbringt und vereint, der uns die Kraft gibt für das Gute, für das Gerechte, für das Schöne und macht uns zum Verbündeten. Unser Gastgeber, anscheinend österreichischer Geheimdienst, arbeitet sehr gut, weil als sie mich einluden, da war ich Minister, aber sie wussten wahrscheinlich schon, dass ich, wenn ich komme, dann bin ich dann kein Minister mehr. Ich war tatsächlich 2 Jahre Staatsminister, 6 Jahre Minister und seit genau 12 Tagen bin ich nicht mehr. Warum ist das jetzt so wichtig? Weil ich denke an einem Gebetsfrühstück, wenn wir an einem Gebetsfrühstück sind, dann was können wir einander geben? Wir können einander Glaubenserfahrungen mitteilen, mitgeben. Wir können unseren Glauben miteinander teilen. Und es ist eben auch eine Glaubenserfahrung, was geschieht mit dir, was geschieht in dir, was geschieht um dir herum, wenn du als Politiker hochsteigst, wenn du Erfolg hast, wenn du Sieg hast, wenn du ein hohes Amt bekleiden darfst, wenn du Ruhm erreichst, wenn das richtig läuft, man könnte sagen jubelnde Existenz, wenn das vorwärts geht. Was sagt dir dann dein Glaube? Was sagt dir dann dein Jesus, unser Jesus, wenn du oben bist? Und wie ist das, wenn das vorbei ist? Wenn du deine Sachen packen musst, ich musste in den letzten 10 Tagen 2000 Bücher und 200 wertvolle Geschenke irgendwo unterbringen. Wenn du gehst, wenn du gehen musst. Vielleicht nur für ein paar Jahre, für die nächsten 4 Jahre, vielleicht nicht ganz. Es kommt noch etwas, aber zuerst jetzt ist es vorbei. Vorbei und Menschen verändern sich um dich herum und du bist dann nicht mehr so wichtig. Die Ereignisse, die du früher mitgestaltet hast, gehen dann dir vorbei. Du wirst dann nicht mehr gefragt. Ohne dich wird entschieden. Man könnte sagen, eine bedrückte Existenz. Und als ich das alles überlegt habe, ich habe mich darauf vorbereitet, dieses Amt nicht mehr weiterzuführen, dann dürfte ich
etwas lesen aus dem Neuen Testament von Paulus. Er schreibt an die Korinther: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfehlt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und das ist nicht einfach ein Gegensatz zwischen Leib und Geist. Nicht einfach nur äußerer Mensch soll die physische Welt sein und innere die spirituelle Welt. Das ist mehr, was in dir geschieht. Darum geht es, um diese Erneuerung. Und das ist das, was wir einander geben können, diese Kraft, die wir von Jesus bekommen. Oben, unten, in der Mitte, irgendwelche Position. Wo ist der innere Mensch? Wo ist dein Glaube? Wie, in welchem Zustand? Und was ich euch heute geben möchte, eben auch bezeugen möchte, der Glaube an Jesus gibt dann Kraft und Erneuerung. Und wir sollten diese Kraft und diese Erneuerung einander weitergeben. Eine der größten Gefahren von Politikern, die ganz oben sind oder meinen, ganz oben zu sein, ist die Einsamkeit. Du teilst nicht deine Gedanken, deine Pläne, deine Befürchtungen, nicht, dass du als schwach gesehen wirst oder andere werden das manipulieren und ausnutzen oder etwas anders weiter erzählen und das gibt Angriffsflächen und Möglichkeiten für Verletzungen. Und für mich in Ungarn, in Budapest, dieser Gebetskreis, was wir seit 6 Jahren mit Imre, mit Tamás, mit Katalin und mit den anderen, mit János haben, ist so ein Kreis. In Ungarn sitzen Menschen aus jeder Fraktion zusammen. Die sogenannten Extremen, die sogenannten Postkommunisten, die sogenannten diktaturfreundlichen Fidesz-Leute und die Alternativen, die sagen, Politik kann anders sein und es stellt sich heraus, es kann doch nicht so anders sein. Das ist die Name der Partei. Wir saßen zusammen 6 Jahre lang, wir beteten zusammen und dann schwindet diese Einsamkeit. Und du merkst, dass Glaube über Parteigrenzen miteinander vereinen kann. Und was ich gelernt habe, auch eine kleine Geschichte, das ist sehr wichtig zu lernen in der Politik. Die Sachen fangen nicht mit dir an und enden auch nicht mit dir. Das ist eine Sache, die noch tiefer für den Glauben gilt. Ich durfte vor einem Monat in Nordirak sein. Wir haben eine Initiative gegründet, Hungary Helps. Wir haben versucht, in Erbil eine Schule zu bauen, wo 300 christliche und 100 Muslimkinder zusammen lernen. Die kaldische katholische Kirche unterhält das. Und ein Dorf in der Nähe von Mosul, Teleskop, da haben wir mit den Geldern der ungarischen Steuerzahler 950 Häuser aufgebaut. Und dann durften die Familien zurückgehen in dieses Dorf. Und der Erzbischof, der mich dann begleitet hat und hat diese Häuser vorgestellt und die Kirche und die Schule, hat mir erzählt, diese 900 Familien kamen an in diese Kleinstadt und sie waren nicht bereit, in die renovierte Häuser reinzugehen, sondern sie haben etwas anderes davor gemacht. Und der Bischof fragte mich als eine kleine Rätsel, was haben die gemacht, was denken Sie, Herr Minister? Da habe ich gesagt, ja, bestimmt haben sie erstmal die Kirche renoviert. Nein, nicht die Kirche. Aber vielleicht die Schule. Nein, nicht die Schule. Vielleicht das Krankenhaus. Auch nicht. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind in den Friedhof gegangen, inmitten des Dorfes, haben sich hingesetzt auf dem Boden, Enkelkinder, Kinder, große Familien, und sie haben versucht, stückweise von 20 Zentimeter langen Steinstücken die Grabstätten, die Grabsteine ihrer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ahnen zusammenzubauen. Weil ISIS hat das erste Mal den Friedhof vernichtet. Die wussten ganz genau, wenn sie den Friedhof vernichten, dann gibt es keine Geschichte mehr. Dann weiß man nicht mehr, dass sie seit 1500 Jahren dort sind. Und die haben als Familien, die kleinen Kinder brachten diese kleinen Steine, die also total zertrümmerte Friedhof, haben sie 3 Nächte und 3 Tage lang wiederhergestellt, in der Mitte des Dorfes. Diese auch als Kunststück wunderschöne Grabsteine und Denkmäler für ihre Familien.
zu zeigen, ihnen und uns der Welt, wir sind dort zu Hause. Wir Christinnen und Christen dort in Nordirak, die Anfänge des Christentums. Glaube fängt auch nicht mit mir an, nicht nur Politik, sondern Glaube fängt nicht mit mir an, sondern mit Jesus. Und mit denen, die Jesus als Erste nachgefolgt haben, ohne diesen Ursprung des Glaubens, sind wir nicht nur ärmer, sondern vielleicht sind wir gar nicht mehr die Christinnen und Christen, die wir sein sollten. Und deshalb pflegt die Wurzel zusammen und lasst uns die Flügel ausbreiten, die uns der Glaube gibt. Dankeschön.